Er schaut sie richtig an und versucht, ihre Persönlichkeit zu erfassen. Wir begrüßen euch bei Blickwechsel im Belvedere. Heute sehen wir uns ein Bild an des österreichischen Expressionisten Egon Schiele. Es ist das Bildnis seiner Frau Edith Schiele aus dem Jahr 1918. Das Bild ist für unsere Sammlung auch sehr bedeutend, weil es war das erste Gemälde, das noch zu Lebzeiten Egon Schieles für ein Museum angekauft wurde. Und wir sehen hier die Frau Schieles, Edith, auf einem Sessel sitzend, in einer leicht gedrehten Körperhaltung, wobei der Sessel selber hier mit der Dunkelheit des Hintergrundes verschwindet. Edith trägt einen blauen Pullover und darunter eine weiße Bluse mit einem sehr markanten, zackigen Kragen. Dann hat sie hier einen Rock, der sich hier sehr breit über ihre Beine hin entfaltet und eben bis zum Boden hinuntergeht. Das Bild ist in einem sehr großen Format gemalt, also Edith erscheint uns eigentlich in Lebensgröße, also das ist eigentlich ein sehr repräsentativer Anspruch, aber gleichzeitig ist es spannend, dass das Bild so eine besondere Schlichtheit ausstrahlt, und zwar sowohl in der Darstellungsweise als auch in der Farbigkeit. Also wir haben sehr gedämpfte, gebrochene Farben, die hier sehr fleckig auch eben aufgetragen wurden. Und Egon Schiele hat dieses Bild in seinem letzten Lebensjahr gemalt. Er ist 1918 gestorben an der spanischen Grippe. Er war 28 Jahre alt und er hatte sich von seiner Frau Edith mit dieser Krankheit angesteckt. Und sie ist 3 Tage vor ihm gestorben. Genau, und sie war zu diesem Zeitpunkt eben 25 Jahre alt. Sie war eine gebürtige Harms und die Familie Harms sie stammte eben aus gutbürgerlichen Verhältnissen und die wohnte in der Hitzinger Hauptstraße und das war gegenüber dem Atelier von Egon Schiele. Und da lernte er eigentlich beide Schwestern kennen, Edith und Adele. Doch am Ende entschied er sich für die Edith und sie haben geheiratet 1915. Und von da an war sie die Frau des Künstlers und hatte eigentlich kein eigenständiges Leben mehr. Also das war 3 Jahre vor diesem Gemälde. Und mit dieser Beziehung zu Edith beginnt für Egon Schiele eine neue Lebensphase. Und wir können zeitgleich eben auch einen Wandel in seinem Schaffen erkennen. Wir sehen jetzt eine größere Gefühlstiefe in den Bildern. Also auch hier ist es so, dass Egon Schiele eigentlich nicht jetzt nur das Äußere, also die äußere Erscheinung der Frau malt, sondern er schaut sie richtig an und versucht, ihre Persönlichkeit zu erfassen. Also das innere Wesen wird sichtbar gemacht. Und wir wissen, dass die Beziehung zwischen den beiden ja mitunter sehr schwierig war. Egon Schiele war sehr fordernd und er verlangte von seiner Frau zum einen, dass sie seine treue Gefährtin sei und gleichzeitig sollte sie aber jederzeit als Modell oder als Geliebte zur Verfügung stehen. Ja, das war sicher nicht einfach, denn die Edith war jung, sie war unerfahren und war sicher auch eben eher ein introvertierter Charakter. Und nur die Idee, wenn man sich vorstellt, als Aktmodell zu posieren, ungezwungen, nackt, dann spürt man schon, dass das nicht so einfach ist. Und auch der Egon Schiele war ab und zu eifersüchtig, also sie hatte da sicher keine leichte Rolle, die er ihr dazu gedacht hat. Das hat sie auch in ihren Tagebüchern geschrieben, also da erzählt sie immer wieder von dieser Einsamkeit, die sie an der Seite von Egon Schiele erfahren hat. Und wenn wir uns hier das Gesicht anschauen, dann finde ich, dass das auch sehr, sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Also wir sehen diese Verlorenheit und das Alleingelassensein. Ja, und für mich hat sie auch etwas so Hoffnungsloses. Also sie
schaut ja quasi in sich hinein und ist eigentlich, wenn man sich vorstellt, ihr Mann malt sie, der Schiele ist vertieft in dem Auftrag der Farben und der Formen und sie sitzt dann da und ist eigentlich mit den Gedanken ganz woanders. Ja, wer weiß, woran Edith hier denkt. Was glaubt ihr, wonach Edith sich sehnt? Und was braucht ihr im Leben, um glücklich zu sein? Wir freuen uns auf das nächste Mal bei Blickwechsel im Belvedere.